Willkommen zu Reinvented, dem Business-Podcast von Share IDS. Wir sprechen über Cloud, Prozesse und digitale Transformation. Praxisnah, verständlich und immer mit Blick auf das, was Ihrem Unternehmen echten Mehrwert bietet. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Susan Sari ist mein Name. Ich freue mich wieder, Fragen stellen zu dürfen. Und wir sind heute beim Thema Agenten, könnte man sagen. Und wenn man an die denkt, dann fällt einem vielleicht ein, Präzision, Belastbarkeit, diese coole Sonnenbrille. Aber wie sieht es mit den neuen Agenten in Unternehmen aus, die ja mehrheitlich aus Algorithmen und Datenmodellen bestehen? Können die auch cool sein? Das wollen wir uns fragen. Und vor allem, wie können die uns helfen? Also KI, künstliche Intelligenz, AI, internationaler gesagt Artificial Intelligence. Wir benutzen eben beide Begriffe, KI und AI, denn sie stehen für dieselbe technologische Entwicklung, aber oft in unterschiedlichen Kontexten. Und dann gibt es ja noch Agentic AI, also auch das nochmal als Begriff. Und für dieses Gespräch kann ich jetzt mit zwei Experten sprechen, die tief in der Materie stecken und die nicht nur uns mit diesen Begrifflichkeiten nochmal helfen können. Sie unterstützen Unternehmen ganz konkret nämlich dabei, künstliche Intelligenz sinnvoll in bestehende Prozesse zu integrieren. Ich freue mich zu sprechen mit Dr. Andreas Grons. Er ist Head of Process and Management Consulting, AI und Partnership bei Share IDS. Ich grüße dich, Andreas. Hallo. Hallo Susan, ich freue mich auch. Und ich freue mich zu sprechen mit Stefan Jakobs. Er ist Head of Business Analytics bei Share IDS. Ich grüße dich, Stefan. Hi. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und sorry schon mal, dass wir beide unsere Sonnenbrillen vergessen haben, weil das wäre jetzt noch besser gewesen gerade. Aber wir sind immerhin auch coole Typen, von daher passt das heute. Wir sehen es euch nach und stellen es uns in unserem Podcast nochmal imaginär vor und wollen eben vielleicht nochmal genau da starten, wie nämlich Unternehmen mit künstlicher Intelligenz im Unternehmen am besten starten können mit ihren Agenten, die sie da haben, mit und ohne Sonnenbrille und welche Stolpersteine es vielleicht auch gibt, aber auch welche Chancen da raus entstehen oder übersehen werden können. Ich würde gerne erstmal mit euch beiden starten und euch vorstellen. Andreas, was machst du genau bei Share IDS? Ja, du hast eben schon gesagt, ich bin Leiter eines Bereiches, so ein Bereich, der sich mit Beratung rund um das Thema Geschäftsprozessmanagement beschäftigt. Das auch, und deswegen Managementberatung, weil wir dort auch tatsächlich mit dem Management, mit der Führung von Unternehmen sprechen, wie es mit Geschäftsprozessen aussieht, wozu die benutzend werden können. Und wir haben gerade in den letzten Jahren festgestellt, dass dieses Thema künstliche Intelligenz und Prozesse einfach super viel miteinander zu tun hat und dass das auch diskutiert wird, dass auch die Geschäftsführung diskutiert, wie können wir künstliche Intelligenz anwenden, wie können wir das aber auch wertstiftend für das Unternehmen nutzen. Und das ist eine super spannende Diskussion. Ich selber komme aus dem Bereich Informatik. Ich habe Informatik studiert. Und da habe ich dann so ein bisschen mit dem Thema Wirtschaftsinformatik beschäftigt. Vielleicht ganz interessant, schon in den 90ern habe ich mich mit künstlicher Intelligenz ein bisschen beschäftigt, so mit Regelsystemen, Expertensystemen. Da hat das noch keinen so richtig interessiert, das ist ganz anders als heute. Aber es war eigentlich schon künstliche Intelligenz. Also heute würde man diesen Babbel draufhängen, künstliche Intelligenz. Dann ist es so ein bisschen ruhig geworden um das Thema. Ich habe mich mehr so um das Thema Geschäftsprozessmessung gekümmert. Also wie kann man sowas messen? Und das läuft jetzt wieder zusammen, deswegen ist das total spannend für mich. Also das Thema künstliche Intelligenz hat ja seit dieser Bombe ChatGPT hat das einfach eine ganz breite Öffentlichkeit erreicht, schwappt jetzt in die Unternehmen rüber und jetzt kommen alle Themen zusammen. Also für mich ist das eine wunderbare Zeit. Erstes Learning, wie alt künstliche Intelligenz schon ist. Danke, Andreas. Stefan, ich würde auch gerne dich fragen, was machst du genau bei der Share IDS und wie ist dein Zusammenhang nochmal mit künstlicher Intelligenz? Ja, sehr gerne. Also mein Bereich kümmert sich um das Thema Business Analytics, gerade auch im SAP-Kontext. Das heißt, wir haben sehr viel mit den Themen Reporting, Data Warehousing, Auswertung zu tun auf unterschiedlichen Ebenen, sei es jetzt strategische Themen, konzeptionelle Themen oder eben Realisierungsthemen. Ja, und wenn man über Analytics redet, dann ist eigentlich AI da automatisch mit inbegriffen, ne? Weil wir merken das auch im täglichen Kontext, dass wir wegkommen von einer reaktiven Analyse, also wie war es in der Vergangenheit, sondern immer mehr Auswertung fahren, wie kann sich denn etwas entwickeln, um das eben als Mehrwert herauszukristallisieren. Und da spielt halt AI eine Rolle. Und ja, das ist natürlich super interessant auch, was dann beispielsweise eine SAP, aber eben auch eine Microsoft da heutzutage liefert, weil das auch nicht nur
ich sage mal, in den Umsetzungsprojekten eine Rolle spielt, sondern auch, wie wir uns dann als Berater hier und da verhalten können, weil das uns dann auch an einigen Stellen hilft. Und ja, zur Historie, also ich weiß noch die Zeiten, wo man sich mit den Themen Statistik, mathematische Grundlagen, Data Mining, wenn man sich damit beschäftigt hat, saß man gefühlt immer in der letzten Reihe und musste sich verstecken. Da war man sozusagen der Nerd. Heute ist man der Hero. Also so können sich die Zeiten so ein bisschen ändern. Und ich glaube, wir sind da auch erst am Beginn einer Reise, auch wenn wir hier eine Historie haben und können da ordentliche Mehrwerte zusammen erbringen. Jetzt würde ich gerne vielleicht auch noch mal zu Beginn diese Begrifflichkeiten mir genauer angucken und auch, wo wir gerade stehen, finde ich interessant. Vielleicht erst mal, Stefan, vielleicht auch gerade noch mal an dich, mit angeknüpft. Wir haben jetzt eben gesagt KI, AI, Agentic Mhm. AI. Kannst du uns gerade da noch mal mit den Begrifflichkeiten abholen? Ja, also vielleicht als allererstes, also ich fange normalerweise mal so an und ich sage, naja, erstmal haben wir ja die Intelligenz als solche. Ne? Das heißt, aus bestimmten Sachverhalten Mustern erkennen und halt aus Daten, Informationen, Wissen generieren. Das ist etwas, das hat erstmal nichts mit computergestützt zu tun, aber wenn wir gerade von AI reden oder KI, kommt eben diese computergestützte Intelligenz da einher. Das heißt, der Computer hilft uns dabei, eben diese Intelligenz aufzubringen. Und da gibt es eine Menge von Begrifflichkeiten, die damit einhergehen. Die wurden aber, glaube ich, auch in einem vergangenen Podcast schon mal erläutert, so Themen wie Machine Learning, Deep Learning et cetera. Da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten im AI-Kontext. Was jetzt bei den Agenten halt das Interessante ist, dass die nicht nur reaktiv arbeiten, das heißt, ich stelle jetzt mal irgendeinem System wie ChatGPT eine Frage, kriege eine Antwort, sondern dass sie aktiv Schritte einleiten können und agieren können. Ja, und das ist so für mich eigentlich, aber Andreas, du kannst da noch viel mehr zu sagen, eigentlich so das Besondere, wo man halt nicht nur, ja, letztendlich etwas wiederbekommt, sondern eben etwas anlernen kann, antrainieren kann, was dann selbstständig Aufgaben ausführt. Und das ist für mich eben das Besondere an Agentic AI. Andreas, was Ja. würdest du uns mitgeben, um das besser differenzieren zu können? Ähm, Nun, was wir ja kennen alle, ist so dieses ChatGPT und Gemini und ne, also all die Systeme, die kann ich was fragen und die geben eine Antwort. Das ist schon mal super und das ist ja das, was uns alle auch total fasziniert hat, als wir zum ersten Mal diese Systeme gesehen haben. Also diese neue Mensch-Maschine-Kommunikation, kann man sagen. Also ich kann mit der Maschine reden. Früher war das ja ganz anders. Ich musste irgendwie lernen, mit Masken klicken, hier klicken, sonst passiert da nichts. Jetzt kann ich aber mit der Maschine reden und die gibt mir eine Antwort. Das ist super und das sind halt Sprachmodelle. So sagt man da halt so als übergeordneten Begriff dazu. Sprachmodelle, klar, weil die mit Sprache umgehen können. Das ist halt das, was die so tun. Das ist Vorteil und Nachteil. Das eine ist wirklich, dass sie, wie gesagt, Sprache produzieren können, aber sie können auch nicht mehr. Es ist vielleicht ganz interessant und deswegen ist es gut, dass wir auch mal drüber reden und das so ein bisschen auseinander dividieren. Also diese ursprünglichen Sprachmodelle, die können nur Sprache. Die können mir nur so einen Text produzieren und die können auch nichts aufrufen. Die können nichts machen. Jetzt gibt es aber schon einige, die gesagt haben, naja, wenn ich jetzt so ein Sprachmodell frage, das kann ich nicht nur nach Wissen fragen. Da kann ich nicht nur fragen, wo ist denn das nächste coole Restaurant? Dann sagt er mir, naja, hier und dort, kann mir Google auch sagen. Macht er aber vielleicht einen schönen Text draus. Aber wenn ich dann sage, naja, wie reserviere ich denn da einen Tisch? Naja, dann sagt mir das Modell das ja schon. Da sagt er, Andreas, ruf mal an, dann schau mal, wann du Zeit hast, guck mal in deinen Kalender und dann schau mal noch, wen du noch mitnimmst. Und da sind so einige Informatiker auf die Idee gekommen und haben gesagt, naja, wenn das schon da steht, was zu tun ist, dann könnte das System das ja auch gerade machen. Und da kam so ein bisschen diese Agentenidee daher. Also das Modell, das Sprachmodell, das kann mir so einen Plan machen, das ist super, aber es gibt keinen, der das ausführt. Und dieser KI-Agent ist jetzt so genau ein Stück Software, das auf diesen Text draufschaut und schaut, was stehen denn da so für Schritte drin und das tue ich jetzt mal. Und Also das das ist heißt total faszinierend. Das heißt, der Mhm. Unterschied, zwischen einer KI, AI Mhm. und diesem Mhm. Agentic AI, Mhm. der Agent des Agenten AI ist, dass man nicht nur gesagt bekommt, was zu tun ist, sondern es führt auch jemand aus. Habe ich das so richtig verstanden? Ganz Ja, genau, das sind eigentlich 2 Systeme. So muss man sich das immer vorstellen. Das eine ist so ein bisschen, wir sagen immer beim Stefan sagen wir ein bisschen, das eine ist so das Brain, das ist der Planer, ne? Und der KI-Agent selber, der benutzt das eigentlich. Der benutzt das genauso, wie wir ChatGPT benutzen. Der fragt erstmal ChatGPT, was soll ich denn machen? Dann sagt das ChatGPT dem Agenten das und der sagt dann, na prima, wenn ich
jetzt mal weiß, was ich tun soll, dann mache ich es halt. Wobei das Machen natürlich, es ist ein Software-System. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir auch immer im Hintergrund Ja. behalten müssen. Das sind alles Software-Systeme, die geschickt miteinander zusammenarbeiten. Das heißt, so ein KI-Agent, der kann ja auch nicht in der Gegend rumlaufen, sondern der kann halt Webseiten aufrufen, der kann irgendwo mal auf einer Oberfläche klicken. Manchmal sieht man das auch, ne, wer das mal bei ChatGPT probiert hat, da geht da so ein Fensterle auf und der klickt dann da so rum und da denkt man, hey, das ist ja prima. Aber der kann natürlich auch jetzt im Business-Kontext, der kann natürlich auch Schnittstellen aufrufen. Das kann der relativ geschickt machen und damit kann ich dann Aktionen ausführen. Klingt ultra praktisch erstmal. Also wenn ich mir vorstelle, mit meinem Unternehmen, ich könnte das irgendwie nutzen, klingt das super praktisch und da wollen wir jetzt auch in Richtung Praxis gehen. Stefan, bevor ich dich jetzt löchere, möchte ich, Andreas, dir noch eine Anschlussfrage zuwerfen, nämlich, was würdest du denn aus deiner Perspektive jetzt auch der letzten Jahre, die du es beobachtest, sagen, wo stehen denn Unternehmen gerade bei diesem Thema, bei Agentic AI? Wo stehen die denn gerade? Vielleicht so einen kurzen Vogelblick, ganz kurz. Ganz unterschiedlich, muss man sagen. Es gibt natürlich große Firmen, die, muss man sagen, sich auch schon jetzt ein paar Jahre damit beschäftigen, die ganze KI-Abteilung aufgebaut haben und die bauen wirklich Systeme ganz speziell für ihre Anwendungen. Also KI-Systeme, Systeme mit künstlicher Intelligenz für ganz unterschiedliche Fragestellungen. Ganz viele Unternehmen stehen aber auch noch am Anfang. Für die ist das noch alles so ein bisschen Magic, so ein bisschen Hexenwerk. Und die sind erstmal dabei zu verstehen einfach, wie funktioniert's. Und dann im nächsten Schritt, an welcher Stelle kann ich das eigentlich sinnvoll einsetzen? Und dann kommt halt das Interessante, weil Firmen wie zum Beispiel SAP jetzt in der Lage sind, durchaus schon so ein paar Bausteine zu liefern, also Softwarebausteine, das sind halt Fertigagenten, die schon praktischerweise ein paar Dinge tun, also ein bisschen vorkonfiguriert, so Agenten von der Stange, würde ich mal sagen. Das ist ein guter Übergang, Andreas, weil bei SAP Joule möchte ich direkt den Ball noch mal zu Stefan jetzt rüberwerfen, denn, das wäre jetzt meine nächste Frage, wie denn mit SAP Joule, das Ganze zusammenhängt und wie das Ganze in den Arbeitsalltag bringen kann, Agentic AI. Genau. Also SAP Joule ist quasi eine Maske, die vielleicht der ein oder andere Zuschauer schon mal gesehen hat. Es sieht auch eher aus wie so eine Chatmaske, also ist so ein kleines Gimmick, was man in vielen SAP-Systemen jetzt mittlerweile out of the box bekommt oder einrichten kann. Was erstmal generativ einen Co-Piloten darstellt. Das heißt, auch dort gebe ich meine Eingabe, kriege eine Antwort zurück. Aber im Bauch von dem Joule steckt halt auch der Aufruf beliebiger AI-Agenten, je nach System, wo man es nutzt. Das heißt, im Prinzip ist das so eine Art Orchestration nochmal über verschiedene AI-Agenten, die von der SAP teilweise jetzt auch schon mit ausgerollt werden. Heißt in Zukunft, nehmen wir mal wieder diese Reisebuchen-Thema, habe ich halt eine Maske im SAP, oder teilweise geht das eben ja auch jetzt schon. Ich gebe ein, ja, ich muss dann und dann irgendwo hinreisen und dann führt das System automatisch diese Reisebuchung durch und gibt nachher nur die Rückmeldung, pass auf, dann und dann habe ich für dich da und da Besuch gebucht aufgrund dieser und dieser Thematik. Ja? Und was wir halt sehen, ist, dass schon einige eben Joule-Systeme zur Verfügung stehen in unterschiedlichen Umgebungen, die man dann eben out of the box nutzen kann, um eben einen Mehrwert zu generieren. Und wo die SAP halt immer mehr arbeitet, ist nicht nur diese Standard-Agenten auszurollen oder eben diese Joule-Systeme in den unterschiedlichen Systemen, sondern eben auch in die Richtung zu gehen, dass wir als Unternehmen, als Beratung, aber auch die Kunden selbst sich eigene Agenten und eben Joule-Abfragefolgen bauen können. Und da kommen wir natürlich wieder in eine sehr interessante Richtung, weil dann kann ich quasi auch so etwas AI-basiert erstellen, was halt gezielt auf mein Business ausgelegt ist. Und da kann ich noch mal 'n ganz anderen Mehrwert dann nachher erzielen. Wie flexibel, Andreas, kann denn sowas tatsächlich dann umgesetzt werden? Also, kann man sich da ganz frei fürs Unternehmen Beispiele bauen oder wo sind die Grenzen? Das ist dann 'ne Frage, wie ich an das Thema wirklich rangehe. Also, es gibt viele Möglichkeiten tatsächlich. Ich würde immer empfehlen, erst mal das so zu nehmen, was so out of the box wirklich da ist. Also, man geht ja mit dem Thema erst mal so 'n bisschen um. Ich versuche es zu verstehen. Ich versuche, auch die Risiken abzuschätzen, muss man ganz klar sagen, weil diese Agenten, wenn die jetzt plötzlich selbstständig was tun, da muss ich ja sagen: „Hoppala, hat der das überhaupt gemacht?“ Das heißt, diese ganzen Themen wie Berechtigungsmanagement, was darf 'n der Agent tun? Das sind die Dinge, die ich mir da auch überlegen muss. Nichtsdestotrotz ist es so, an ein paar Stellen kann ich dann sagen,
Mensch, das gibt mir eine Flexibilität, die ich vorher mit Softwaresystemen nicht hatte. Also gerade wenn man es nochmal aus der Prozessperspektive sieht, also aus der Ablaufperspektive, gerade an so Stellen, bei denen ich, sag mal, ganz viele Verzweigungen habe, also ich habe ganz viele Möglichkeiten, dann ist natürlich so ein Planungsagent, der ist dann super, weil der kann halt aus vielen Möglichkeiten was aussuchen. Früher habe ich mich mit Software damit wirklich, wirklich schwer getan. Und das können die Agenten halt super. Das hat aber auch immer seinen Preis. Nämlich der Agent, der macht, sag mal, ziemlich oft das, was ich will, aber manchmal auch nicht. Und da muss ich ein bisschen aufpassen. Da muss ich den ein bisschen überwachen, da muss ich schon ein bisschen schauen. Ähm, Ich sage immer so, Agenten, die sind so ein bisschen wie so super eifrige Assistenten. Ne, die wollen immer irgendwas machen, die machen auch immer irgendwas. Die sagen auch nie, ich kann das nicht. Das kennen wir ja auch alle. Wenn ich so ChatGPT, wenn ich den was frage, ist egal, ob der was weiß oder nicht, der antwortet mir immer. Und das ist so ein bisschen bei diesen Agenten auch. Das sage ich auch immer in meinen Workshops, auch mit der Geschäftsführung. Sage, okay, das ist zwar prima, das gibt eine super Flexibilität, aber überlegt, wo ihr das braucht und überlegt, wo es vielleicht auch so ein bisschen hinderlich ist, wo man sagt, manchmal bin ich mit so einem System oder so einem Prozess, der total straight definiert ist, da bin ich besser bedient. Also nehmen wir an, bei so Banken, die jetzt Prozesse haben, die auch einer Aufsicht unterliegen, da kann ich es mir gar nicht leisten, mal zu sagen, "Nö, das wird zu 80% funktioniert haben." Nee, das muss immer funktionieren. Das heißt auch nicht überall schaffen, sagen wir mal so, Agenten Mehrwert, sondern da, wo ich Flexibilität brauche, aber auch da, wo ich viel Unterstützung brauche, wo ich Hilfestellung brauche. Stefan, was können denn da ganz konkrete Strategien, AI-Strategien im Unternehmen sein, um da vielleicht an der richtigen Stelle auch sozusagen zu starten? Ja, ich würde immer mal sagen, das, was Andreas schon sagte, ne, think big, start small. Also ich bin immer ein Freund davon auch zu gucken, was kommt out of the box mit. Und wirklich immer von dem Use Case auszugehen. Ne? Also beispielsweise, ich habe jetzt eine S4HANA-Transformation, gehe bestenfalls aufs Cloud-ERP, also auf die Public Cloud, dass ich mir gezielt angucke, welche AI-Bausteine oder welche Agenten, Joule-Themen sind da out of the box mit dabei in den Prozessen, die ich gerade umsetze. Also man sollte halt gucken, dass man jetzt nicht versucht, die allumfassende Lösung irgendwie zu implementieren, sondern gezielt auf dessen, was eben fachlich angefordert wird, zu gucken, wie ich halt mit kleinen Anfängen ein bestmögliches Ergebnis erzielen kann. Und darauf kann man dann aufbauen. Das ist so der eine Punkt. Und der zweite Punkt, ich bin halt immer generell bei dem Thema AI ein Freund davon, wenn man eben schon einen breiteren Kreis mitnimmt, weil oft ist so die Gefahr, dass AI vielleicht erstmal als kleines IT von einem kleinen IT-Team dann gemacht wird und dann sozusagen direkt fachseitig die Befindlichkeiten kommen. Daher immer von Anforderungen anfangen, möglichst interdisziplinär aufstellen und dann kleine Use Cases angehen und umsetzen. Stefan, was sind denn da vielleicht noch angeknüpft, vielleicht auch Mythen, die man da hört oder wie Leute da rangehen, wie Unternehmen wie Unternehmen starten? Also ein Mythos ist, da zitiere ich mal einen Mitarbeiter, der irgendwann zu mir ankam, richtig niedergeschmettert und sagte, hör mal, die ganze Beratung ist doch jetzt eigentlich verloren. Wir können doch jetzt alles mit AI, ich brauche keine Dashboards mehr bauen, das geht out of the box etc. pp. Das war jetzt ein Mythos, mit dem ich leben musste, wo ich dann erstmal gesagt habe, so, beruhig dich erstmal, weil letztendlich, das hat ja Andreas auch gesagt, die ganze AI-Sache kann nur funktionieren, wenn ich die Basis dafür schaffe. Basis ist Technologiesysteme, Datenaufbereitung, irgendwie mit dem Thema, wer bedient das nachher, wie interpretiere ich die Ergebnisse, was kann ich darauf aufsetzen, also die Personen als solche, die relevant sind, oder die Prozesse. Und so ein Mythos, den ich sonst immer höre, der aber ziemlich schnell entkräftet wird, AI kann alles und alles, was die Agenten machen, ist automatisch richtig. Und das stimmt halt nicht, sondern man muss das eben kontrollieren und nachher auch noch bewerten, weil ansonsten gilt für mich immer, ich sage es immer scherzhaft in Gesprächen, das SISO-Prinzip. Shit in, Das shit out. SISO. Ja, SISO, genau. Und das muss man halt vermeiden da. Also ich sehe es nicht als, wie sagt man, Alleinmittel, wo man dann die Augen zumacht und das läuft. Nein, sondern als ein System, was einem enorm viel hilft. Eher dieser Co-Pilot-Ansatz, wo man aber immer noch am Ende die Möglichkeit haben muss, einzugreifen und die Ergebnisse bewerten zu können. Daher wird die Expertise aus meiner Sicht immer noch zwingend erforderlich sein. Und da kann ich mir vorstellen, neben den Mythen, die wir jetzt angesprochen haben, dass da auch, ja, Unsicherheiten aufkommen. Andreas, du hast gerade schon so ein bisschen diese Schattenseite angedeutet, die das mit sich bringt, eben, ja, indem man beispielsweise auch ohne Daten, die KI, die AI fragt. Was können denn noch andere Unsicherheiten sein, die aufkommen, die man aber vielleicht dann doch widerlegen kann?
Ja, ich denke, es gibt zwei große Aspekte. Das eine ist wirklich, Stefan hat es schon angedeutet, Daten. Das ist so eine große Unsicherheit, denn natürlich Softwaresysteme und KI-Agenten sind auch Softwaresysteme, basieren auf Daten. Und je schlechter die Daten sind oder die Datenbasis, das kann man sich vorstellen, dann wird auch ein Agent eher unsicherer arbeiten. Ne? Wir haben ja durchaus im Moment auch schon den Effekt, dass gerade im Internet immer mehr Inhalte erzeugt werden von künstlicher Intelligenz. Das ist wieder künstliche Intelligenz, liest das wieder und verarbeitet das weiter. Da kann man sich schon vorstellen, da passieren seltsame Effekte. Und solche Softwaresysteme, also diese Sprachmodelle, das sind ja auch, die basieren auf Statistik und Statistik weiß jeder, das ist, hat halt in gewisser Weise mit Wahrscheinlichkeit und nicht mit Sicherheit zu tun. Und das sind so Dinge, die ich bei dem Bau solcher Systeme beachten muss. Die andere Unsicherheit, die durchaus, und das sollten wir auch offen ansprechen, ist die Unsicherheit der Mitarbeiter, die Unsicherheit der Unternehmen. Wie bringe ich das in die Unternehmen hinein? Also wie kann ich denn Mitarbeiter so, sag mal, schulen, ihnen auch so vermitteln, wie künstliche Intelligenz eingesetzt wird und dass die, sag mal, die Bedeutung oder die Betonung eher auf künstlich und weniger auf Intelligenz liegt, dass man dort an der Stelle auch Mitarbeiter mitnimmt. Und das ist, denke ich mal, dass die große Unsicherheit für das Projekt. Und der Stefan und ich, wir machen viele Projekte und wir haben auch schon viele Projekte scheitern sehen, weil man die Mitarbeiter nicht richtig mitgenommen hat. Und das ist eine ganz andere Art von Unsicherheit, aber wir glauben gerade, dass so Systeme oder sagen wir mal, Projekte, die mit künstlicher Intelligenz und insbesondere auch mit Agenten zu tun haben, weil da sagt ja der Mitarbeiter, Mensch, vielleicht ersetzt der meinen Job. Und da ist ja ganz klar, dass der Mitarbeiter sagt, naja, Moment mal, will ich da jetzt mitarbeiten? Das ist ja quasi wie, als würde ich meinen Nachfolger hier schon einarbeiten. Das ist es natürlich nicht und das ist eigentlich, finde ich, eigentlich das Größte, ist aber die größte Unsicherheit oder die größte Herausforderung für solche Projekte. Die Technik funktioniert eigentlich schon ganz gut, aber dieser Punkt mit Mitarbeitern dort und auch mit dem Management, mit fehlgeleiteten Erwartungshaltungen dort auch umzugehen, das macht eigentlich solche Projekte, sagen wir, herausfordernd, anspruchsvoll, aber dann im Ergebnis auch wirklich manchmal faszinierend. Andreas, das Stichwort Mitarbeitende greife ich direkt mal noch auf. Stefan, ich Sehr würde auch gern. wirklich gerne das auch zu dir noch mal rüberspielen. Wie schafft man denn Vertrauen in KI-Systeme, beziehungsweise wie macht man denn greifbar, inwiefern auch AI die Rolle von Mitarbeitenden ja durchaus verändert, weil das ist ja so. Ja, das ist eigentlich dieses typische Change Management, ne? Da gibt's natürlich erst mal den Typus, der ich glaube, da gehören, Andreas und ich immer dazu, die immer Bock haben, neue Sachen auszuprobieren. Wir haben damit überhaupt kein Problem. Die Befindlichkeit ist eher bei denen, die Andreas sagte das ja schon, ne, die eben Angst haben, dass das irgendwie vielleicht auf ihre Arbeit zukünftig einen negativen Einfluss hat. Meine Erfahrung ist, ja, bestenfalls frühmöglich gerade auch diese Personen mit einbinden und halt aufzeigen, wie dieses ganze AI-Thema einen bei der Arbeit unterstützen kann. Dass man eben nicht sagt: „Pass auf, das ist jetzt das, was du bisher machst, nur besser“, sondern dass man sagt: „Pass auf, du kannst es selbst als Instrument nutzen“, ne? Also, es ist jetzt nicht etwas, was irgendwas ersetzt, sondern ein Mittel zum Zweck, was jedem Mitarbeiter eben ermöglichen sollte, besser zu werden, sich auf die Kernsachen konzentrieren zu können, eben auch was, ich sage mal, das Bewerten von Analysen angeht oder von AI-Ergebnissen, ne? Und das ist eigentlich das, was man schaffen muss. Es ist nicht einfach und aus meiner Sicht ist dieser Faktor Mensch eigentlich der Kernbaustein in jedem AI-Thema oder Agentic AI-Thema. Den Rest kriegt man alles hin. Wäre das auch ein Aspekt, nämlich die Mitarbeitenden und diese Unsicherheiten anzugehen, was ihr sagen würdet, das gehört zum Start dazu? Weil ich würde gern auch Mhm. noch euch beide fragen, wenn ein Unternehmen sagt, wir wollen eben umstellen, wir wollen mehr AI nutzen, aber noch nicht wissen, wie sie beginnen sollen. Was ist da euer Rat für die ersten Schritte? Andreas, möchtest du starten und dann Stefan, oder? Sehr gerne. Also tatsächlich das erste ist Information. Das erste ist auch mal am Anfang zu schauen, wie gesagt, der Stefan hat es eben schon angedeutet,
im Unternehmen mal zu schauen, gibt es da eine Gruppe von Leuten, eine Abteilung oder vielleicht hole ich auch ein paar Leute, junge Wilde zusammen, die Lust haben, so etwas zu machen. Also ein Leuchtturmprojekt. Und da geht es am Anfang auch gar nicht darum, jetzt das effizienteste Projekt machen oder jetzt irgendwie das Projekt, das jetzt am meisten Kosten spart, sondern es geht erstmal darum, Erfahrung zu machen. Und das Zweite ist auch so etwas wie so ein bisschen eine Fehlerkultur, die wir ja durchaus in Deutschland haben, was ich sehr positiv finde, dass man auch Fehler machen darf. Dass man auch sagen, ja, das hat jetzt auch mal nicht funktioniert oder das war jetzt nicht so tatsächlich das, was ich am Ende des Tages erreichen wollte, aber ich habe unheimlich viel dabei gelernt. Wir lernen ja mit Fehlern, aus Fehlern viel, viel mehr, als wenn wir vorgesetzte Lösungen bekommen. Das heißt, das Self-Doing macht da unheimlich viel. Informationen, also Leute mitholen und auch viel im Unternehmen informieren, auch gerade am Anfang früh den Betriebsrat einziehen. Ich bin totaler Fan davon. Ich muss auch sagen, ich komme jetzt aus so einem Prozessmessungsthema, auch KI. Am Ende des Tages habe ich ganz selten erlebt, dass solche Projekte an solchen Dingen scheitern. Nur dann, wenn das Change Management hört. Wenn das so ein bisschen so in der verborgenen Kammer passiert, was wir tun müssen ist, und das ist unsere Empfehlung, starten viel mit, wir müssen verstehen, was wir dort tun und dann im nächsten Schritt dann die entsprechende Technologie auch auswählen, die mir an der Stelle wirklich was nutzt. Und dann kommen wir zu sehr schönen Ergebnissen. Welchen Rat, Stefan, würdest du Unternehmen mitgeben, die starten wollen? Ja, so im Prinzip erstmal das, was natürlich Andreas gesagt hatte, absolut richtig, ne? Informationen hochhalten und dann einfach schnell ans Doing kommen. Das heißt, immer Use Case bezogen, Use Cases identifizieren, zu gucken, was können auch die Systeme supporten, wo kann ich was einsetzen und dann so eine Art, wir haben immer früher das Digitalisierungslandkarte, hört sich langweilig an, aber einfach mal auflisten, welche Use Cases es gibt und dann konkret etwas umsetzen, was vielleicht bestenfalls im Standard möglich ist. Um dann eben nach diesen Informationen direkt zu zeigen, hört mal, das funktioniert ja. Ja? Und dann auch immer klar, Erwartungsmanagement ist so ein Thema bei AI, denkt auch, das ist meine Erfahrung, auch manchmal das Top-Management, ja, das kommt ja alles out of the box. Knöpfchen drücken, dann ist das ja da und dann können wir 50% der Belegschaft sparen. Da muss man natürlich auch immer aufpassen. Ne? Das ist schon eigentlich so die erste Wand, gegen die man dann laufen kann. Also klein Anfang, Use Case, identifizieren, umsetzen oder eben Standard nutzen und dann immer weiter aufbauen. Worauf muss man bei der Auswahl der Use Cases achten, Stefan? Ja, damit das auch ein Mehrwert ist, ne? Also, nicht so ein Use Case, der überhaupt nichts mit dem Business zu tun hat. Also, sollte schon etwas sein, wo die Leute sagen: „Jo, da kann ich aber richtig was anfangen.“ Beispielsweise, ich gebe mal so 'n Fall, ich möchte jetzt mit 'ner Umsatzplanung starten und jetzt will ich irgendwie was AI-Technisches haben, was diesen Umsatz quasi schon vorher ganz gut prognostiziert, um nicht auf der grünen Wiese anfangen zu müssen. Also, jetzt nicht das ganz Große, sondern Kleines oder eben so ein Thema wie da haben wir ja bei der Share auch unsere Erfahrung mitgemacht. Ich habe ganz viele HR-Dokumente und ich möchte jetzt mal auch da meinetwegen 'n Chatbot haben oder irgendwie sowas AI spezialisiert, wo ich einen Suchbegriff irgendwo eingebe und dann automatisch das Dokument bekomme, wo ich weitere Informationen kriege. Es muss nicht immer das Große sein, sondern diese kleinen Häppchen, die schnell umsetzbar sind, die sind enorm wichtig, um damit zu starten. Ihr, Stefan, Andreas, seid beides eben Experten, die auch konkret Unternehmen beraten können. Ich würde gern zum Schluss, es ist ein Riesenthema, gerne Andreas dich noch fragen, was würdest du sagen, was können Unternehmen in den ersten 12 bis 24 Monaten erwarten, wenn sie tatsächlich diesen Mut, den höre ich so raus aus dem, was ihr beide sagt, auf sich nehmen und diesen Prozess wagen der Veränderung zu AI? Was können Sie erreichen? Es ist eine Reise, das muss man sich ganz klar machen. Ich glaube, künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Das war nicht bei allen Technologietrends so, die wir in den letzten Jahren hatten, aber das wird Unternehmen begleiten und das wird am Ende des Tages durchaus auch einen Unterschied machen für Unternehmen. Wer wird das wirklich als Technologie sinnvoll einsetzen? Und man wird damit einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ich glaube, da werden die Unternehmen tatsächlich auch ihren Mehrwert daraus erzielen, dass sie nämlich sagen, sie können gewisse Dinge besser machen, anders machen, auch mit künstlicher Intelligenz Dinge anders machen, neue Geschäftsmodelle tatsächlich am Ende des Tages sich tatsächlich auch überlegen. Und da passieren dann Dinge, die den Unterschied machen und die uns, glaube ich, auch hier in Europa weiterhelfen können, weil ich glaube, wir sind innovativ hier in Europa. Wir haben viele super Ideen, auch gerade in den klassischen Maschinenbau zum Beispiel, Branchen, in denen wir wirklich als Made in Germany stark sind. Da haben wir unheimlich viele findige
Ingenieure, findige Softwerker, die dort etwas machen können. Und das können die Unternehmen dann auch erwarten, diese Power nutzen mit der Kombination dieser neuen Technologie. Und es ist wirklich eine völlig neue Art, mit Daten umzugehen, die jetzt erst möglich gemacht wurde durch die ganzen technischen Entwicklungen, durch die ganze Rechenpower, die ich habe. Man erfährt ja jetzt im Moment, was für riesige Rechenzentren dort gebaut werden. Und das ist für uns eine Riesenchance und das ist auch für Unternehmen eine Riesenchance. Die gilt es zu ergreifen. Man muss aber fairerweise sagen, das war schon immer so. Also Chancen zu ergreifen auf dem Markt mit Technologie, mit neuen Kundengruppen, mit neuen Ideen. Ich glaube, das ist etwas, was erfolgreiche Unternehmen auszeichnet und das macht einfach Spaß, an so etwas teilzuhaben. Macht neugierig auf die Zukunft, Andreas. Und Stefan, ich könnte dich auch sehr viel noch, genauso wie Andreas, weiterfragen. Aber vielleicht zum Abschluss, hast du einen Anwendungsfall, bei dem du selbst auch überrascht warst, wie schnell auch tatsächlich so ein Mehrwert entstehen kann, den du uns vielleicht noch ein bisschen mitgeben kannst als Beispiel? Ja, ein Fall ist so ein Thema Umsatzplanung. Ne? Also Planung ist immer so ein Prozess, wo alle Unternehmen, die Schwierigkeiten haben, ne, wenn man da AI unterstützt reingeht, das ist eigentlich ein Quick Win. Da braucht man auch nicht unbedingt sehr viel für. Ne? Also das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Das ist immer so ein Anwendungsfall, wo man gut rein kann. Und eben out of the box, wenn ich eben die Systeme habe wie Public Cloud, dann Joule aktivieren und zum Laufen bringen. Wenn man da die ein, zwei technischen Hürden genommen hat, da hat man direkt den Mehrwert. Entwicklung wäre ein anderer Fall. Jetzt liste ich schon einige auf, aber auch da hat man mit Joule enorme Unterstützung im BTP-Umfeld, auch wenn ich Richtung Analytics gehe. Also da kann ich nur Werbung für machen und ja, mein Motto, ne, einfach mal machen. Ne? Also nicht versuchen, eine Ausrede zu finden, sondern loslegen und dann eben kann man da auch sehr schnell wirklich da die ersten Erfolge erzielen. Sagt Stefan Jakobs, Head of Business Analytics und Dr. Andreas Krons, Head of Process and Management Consulting AI und Partnership der Share IDS. Ich danke euch beiden, dass wir in dieses große Thema eintauchen konnten mit eurer Expertise. Macht's gut. Ja. Tschüss. Vielen Dank. Ja, danke. Das war Reinvented, der Business-Podcast von Share IDS. Mehr Impulse, Best Practices und Hintergründe finden Sie auf share-ids.de. Wenn Sie wollen, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.